Der aktuelle Trend auf TikTok, oft als Witch Talk bezeichnet, feiert eine Wiederbelebung von Hexen- und Magiethemen. Junge Menschen experimentieren mit Kräutern, Ritualen und Spiritualität. In einer Zeit, in der Wissenschaft und Rationalität dominieren, verleiht dieser Trend dem alten Bild von Hexen eine neue, positive Bedeutung. Sie teilen vorgeblich alte Traditionen, esoterisch geheimes Wissen und okkulte Praktiken. Hallo und herzlich willkommen zu Romeo.com. Schön, dass du neugierig bist. Viele heutige selbsternannte Hexen sehen sich als Aktivistinnen und Feministinnen. Sie sehen sich als heilsbringend und bieten nicht selten Behandlungen und Kurse zum Hexentum an. Die Hexenverfolgung im Mittelalter war etwas ganz anderes. Hier kam es flächendeckend zu dem Verschwörungsmythos, Hexen seien der Grund allen Übels. Sie verfügten über geheime Zauberkräfte und seien mit dem Teufel im Bunde. Damals bezeichnete sich niemand selbst als Hexe, denn das bedeutete den sicheren Tod. Die Hexerei war ein anerkannter Straftatbestand in vielen Gesetzgebungen und der Glaube an Magie allgemein verbreitet. Hexen wurden durch den Verschwörungsmythos zu Sündenböcken. Für allgemeine Unglückslagen wie Hagelschlag, Viehsterben und Ernteausfälle oder persönliches Unglück wie der plötzliche Tod eines Kindes oder Krankheiten. Der Verschwörungsmythos der Hexerei wurde von einem Dominikanermönch aus dem Elsass besonders befeuert und getrieben. Heinrich Kramer oder Henricus Institorius, wie er sich selbst lateinisiert nannte. Er verfasste den Text der päpstlichen Hexenbulle, die Papst Innozenz VIII. Erließ, und fälschte ein Gutachten der Theologischen Universität zu Köln. Beides stellte er seinem Werk Der Hexenhammer voraus. Es war damals das neue Medium des Buchdrucks, der es ermöglichte, den Verschwörungsmythos samt Folter- und Mordanleitungen zu verbreiten. Und das 29 Auflagen lang. Der erste verschwörungstheoretische Bestseller. Er festigte den Hexenwahn, der 300 Jahre andauerte. Durch staatlichen Mord, meist als Verbrennungen auf dem Reisighaufen, wurden mehr als 50.000 Unschuldigen das Leben genommen. Der mörderischen Hinrichtung ging die sogenannte peinliche Befragung voraus. Peinlich wie das englische Wort pain, also schmerzhaft. Folter und Tortur bis zu einem erpressten Geständnis. Der Papst, der Martin Luther exkommunizierte, Leo X., nannte die Hexerei eine schwere Sünde. Er forderte die weltlichen Herrscher auf, mit aller Härte vorzugehen. Der Papst befeuerte damit den Verschwörungsmythos Hexerei. Auch die Reformatoren Martin Luther und Johannes Calvin begrüßten die Todesstrafe für Hexen. Und auch in Teilen des Islam und des Judentums wurde die Bestrafung von Hexen gefordert. Täter der Hexenverfolgung waren politisch Verantwortliche wie Fürsten, Fürstbischöfe, Bischöfe und weltliche und kirchliche Hexenkommissare, darunter Theologen, Juristen und Mediziner. Beteiligt waren auch Richter, Gefängniswärter, Folterknechte und Henker. Die Opfer waren zu 70% weiblich, der Rest waren Männer und Kinder. Sie waren auch Denunzianten. Sie handelten oft aus Angst, Neid, Hass, Rache oder Habgier und unter eigener Folter. Sie konnten Nachbarn, Angehörige, Freunde oder Feinde der Angeklagten sein. Der Glaube an Magie und Hexerei ist aber kein Problem der Vergangenheit.
Denn Hexenwahn wütet noch immer in Teilen des Planeten, vor allem noch in Afrika, Tansania, Kenia, Nigeria oder der Demokratischen Republik Kongo und in Asien und Lateinamerika, aber auch in Ostindien und Papua-Neuguinea. Es werden weiterhin Menschen, die der Hexerei beschuldigt werden, vertrieben, gefoltert oder sogar getötet. Die Gründe dafür sind vielfältig und hängen mit sozialen, politischen und religiösen Faktoren zusammen. Man geht davon aus, dass allein in Tansania zwischen 1960 und 2000 ca. 40.000 Menschen ermordet wurden, die wegen vermeintlicher Hexerei angeklagt waren. Zum Fazit. In einem säkulären Staat mit Religionsfreiheit kann jeder seinen Glauben frei wählen. So glauben etliche an einen Gott, an esoterische Magie mit Engeln, Geistern und Energien, an das Sandmännchen, an Astrologie, die Zahnfee, an Heilige oder auch an Hexen. Die mittelalterliche Hexenverfolgung war die Folge eines Verschwörungsmythos. 1782 wurde in der Schweiz das letzte Opfer des Hexenwahns staatlich ermordet. Anna Göldin wurde 17 Jahre alt. Hexenverfolgung gibt es in Teilen der Welt heute immer noch, in über 40 Ländern. Während der moderne Witch-Talk-Trend einen spielerischen Umgang mit dem Thema pflegt, erinnert uns die Geschichte an die Gefahren von Aberglauben, Intoleranz und Verschwörungsmythen. Vielen Dank fürs Zusehen. Quellen und weiteres wie immer im Internet und im Abspann. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.